Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Online-Shop verkaufe. Heute habe ich wirklich etwas ganz Besonderes für uns. Ich habe hier ein Mystery-Paket mit vielen Trifari-Stücken. Ich bin schon sehr gespannt, was ich heute finde. Am liebsten würde ich das sofort aufmachen, aber ich glaube, das lassen wir mal zum Schluss. Das ist eine mir sehr bekannte Brosche, weil ich die schon habe in meinem Online-Shop. Trifari. Hier ist die Marke. So rum. Mit der Krone über dem T. Und das ist Schmuck aus den 60er Jahren. Sehr schönes Blattmotiv, so geschwungen. Also das ist ganz typisch für Trifari in dieser Zeit. Dann diese Kette hier, ja, die kenne ich auch, die habe ich schon öfter verkauft. Eine maritime Kette. Das ist eine Gliederkette mit einer sehr feinen Mini-Perlenkette umwickelt. Also das wirkt, finde ich, besonders toll und edel. Sehr schön. Die gibt es in unterschiedlichen Längen. Und ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Ich muss gerade noch mal selber unter der Lupe gucken. Ja, die Marke hier ist Trifari mit der Krone über dem T. Aber ich kenne die Marke auch aus den 80er Jahren, also die habe ich eigentlich häufiger verkauft. Also das ist hier noch eine ältere. Die wird also aus den 60ern oder 70er Jahren sein. Dann, was haben wir hier? Das ist eine Gliederkette, die kenne ich, oder wir kennen sie eher von Monet. Ich guck mal. Nee, keine Marke. Also von Trifari wird diese Halskette nicht sein und von Monet glaube ich auch nicht. Denn Trifari hat selber damit geworben, dass wenn kein Trifari auf dem Schmuckstück steht, ist es kein Trifari-Schmuck. Aber diese Glieder sind ganz besonders und toll, so geformt und wie gedoppelt. Also es ist eine sehr beliebte Serie von Monet. Dann dieser Fisch, der macht mich sehr neugierig, weil den kenne ich von Trifari nicht. Ich guck mal. Ja, Tatsache ist der Fisch von Boucher, Marcel Boucher. Und hier dieses ganz typische, auch seine Formnummer, die ist hier auch gestempelt auf dieser Brosche. Boucher ist auch ein besonders toller Designer. Also leider ist der Fisch so ein bisschen, ja, abgetragen, ne, das Gold, aber das Motiv finde ich ganz wunderschön, so leicht abstrakt. Eine ganz tolle Brosche. Nicht von Trifari. Dann, ja, die Wertermittlung der Schmuckstücke, die mache ich jetzt am Ende des Videos, also bleibt dran. Da sage ich euch zu den besten Schmuckteilen meine Rechercheergebnisse und was die Schmuckstücke wert sind. Ich gucke mal erstmal unter der Lupe. Nee, diese Kette ist auch nicht signiert. Also das Besondere an ihr ist diese Schiebetechnik. Dadurch kann man zum Ummachen, macht man die Kette ganz lang. Und dann, wenn man sie um den Hals hat, kann man dann die Länge verschieben. Eine ganz feine, kleine, flache Panzerkette. Sehr hübsch. Diese Ohrclips, ja, die kenne ich auch, die sind auch ganz bekannt. Das ist auch typisch Trifari. Haben auch einen schönen Look. Das ist auch ein ganz typischer Clip von Trifari. Und hier ist auch die Marke drauf. Mit der Krone über dem T. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir eine schöne
Nadelbrosche mit einem Fisch drauf. So sehen? Ja, jetzt kann man ihn sehen. Guck nochmal. Ne, ist auch keine Marke drauf. Also der Look ist sehr schön. Also bislang sind nicht so viele Trifari-Teile dabei, wie ich dachte. Schauen wir mal hier. Ist auch keine Marke drauf. Eine flache Halskette aus den 60er, 70er Jahren. Auch sehr golden im Ton. Ordentliche Vergoldung. Und diese Kette ist auch ganz typisch für Trifari. Ja, und hier haben wir die Marke, ich hoffe, das könnt ihr auf dem Video erkennen, aus den 70ern, also Ende 70er Jahre, die 80er. Und eine schöne Kordelkette. Die ist auch heute ganz besonders beliebt als Kette. So, jetzt stützen wir uns mal hier drauf. Das ist doch spannend. Hoffentlich sind da die Teile drin, die ich auch auf den Fotos gesehen habe. Eine ganz kleine Öffnung hier, ja, das sieht schon gut aus. Das ist eine Brosche von Trifari, ja, hier haben wir die Marke. 60er Jahre mit den typischen Perlen besetzt. Oh, und das ist auch schön. Ein schöner Seestern. Auch Trifari. Und wieder mit dieser schönen Kordelkette versehen. Und auch eine Marke von Trifari ist dieses T, der kleine Anhänger. Ja, da ist immer schwer rauszukriegen, aus welcher Zeit das ist. Aber aus den 60er Jahren ist das auf jeden Fall. Schöner Seestern von Trifari. Der kommt auf jeden Fall in meinem Shop. Der passt ja auch sehr gut zu meinem Under the Sea Thema für diesen Sommer im Shop. Das ist doch toll. Ein Fischclip. Der Fisch hat Perle im Maul und die Augen sind Aurora Borealis Steine. Ja, super. Richtig toll. Und dazu gibt es noch ein Armband. Aha, hier haben wir den Anhänger, auch wieder das T. Das sieht etwas anders aus als auf der Kette eben. Oder? Ja, genau. Dieses T ist noch so ein bisschen, ja, mit so Durchbrechungen und mit der Krone. Und das T ist sehr viel schlichter. Also die Fische. Dieser hier hat rote Augen und die Perle im Maul. Und dieser hat grüne Augen und die Perle im Maul. Super schönes Armband. Also das war mit der Auslöser, weshalb ich das Paket gekauft habe. Ich suche nach diesem Schmuckstück schon sehr lange. Ich sehe jetzt hier keine Marke. Ich schaue noch mal. Also die Ohrclips sind nicht signiert. Sind dann scheinbar nicht von Trifari. Sie sehen auch etwas anders aus, wenn man sich das mal genau anguckt, ne? Die Perle ist anders. Die Perle ist hier, hat der Fisch sehr viel mehr im Maul als der hier. Der Fisch selber sieht auch etwas anders aus. Also wahrscheinlich sind die Clips nicht von Trifari, aber ihre Optik ist trotzdem, finde ich, sehr, sehr ansprechend. Sehr humorvoll, schön. Und das finde ich natürlich auch ein besonders schönes Armband. So, jetzt stürzen wir uns mal auf dieses Säckchen hier. Ja.
Und das war der zweite Auslöser, weshalb ich dieses Paket gekauft habe. Also erstmal dazu. Hier haben wir die Trifari-Marke. Eine sehr schöne Brosche, die auch wirklich so aussieht wie Under the Sea, wie so ein Seegras. Und dieser Fisch hier. Das ist ein besonders toller Fund. Also die Details sind wunderschön. Ich werde noch mehr rauskriegen. Also ich weiß, dass es so eine 60er-Jahre-Kollektion ist und diese Steine sind besonders, weil sie sind aus Glas gegossen und jeder Stein hat eine andere Form. Eine sehr berühmte Kollektion von Trifari. Jetzt komme ich zu meiner Wertermittlung. Also ich fange jetzt hier mit dieser schönen Halskette von Trifari an. Je nach Zustand und Länge der Halskette ist sie 70 bis 100 Euro wert. Ich zeige euch nochmal die schöne Kette mit den Perlen umwickelt. Maritimes Thema, aber sehr elegant umgesetzt. Dann diese schöne Brosche hier. Hat einen Wert von 60 bis 80 Euro. Die Gestaltung ist sehr, sehr schön, der Zustand ist super. Dann diese Brosche hier hätte auch den Wert zwischen 70 und 90 Euro. Eine Brosche mit Perlen von Trifari ist schon etwas mehr wert, also wäre hier 70 bis 100 Euro. Wenn es noch mehr Perlen hätte und auch noch seltener zu finden wäre, die Brosche, wäre sie bis 130 bis 160 Euro wert. Dann diese Ohrclips von Trifari, sind ja hier etwas schlichter, haben keine Steine. Mit dem Metall, die sind um die 50 Euro wert. Und der schöne Seestern hier. Diese Art von Halsketten aus den 70er Jahren haben auch den Wert zwischen 70 und 100 Euro. Dann die Fische, die Fischclips. Das einzige Teil, das ich hier habe, was kein Trifari-Teil ist. Trotzdem ist die Gestaltung sehr schön und die sind auch sehr selten zu finden. Also ihr Wert wäre auch um die 70 Euro. Und das tolle Fischarmband von Trifari. Den Wert setze ich hier bei 130 Euro an, wobei auch wieder, wenn der Zustand noch besser wäre, wäre dieses Armband bis 160 Euro wert. Also meine Lieben, ich bin's nochmal. Das ist wirklich der Fund meines Lebens, glaube ich. Das ist eine der besten Trifari-Serien überhaupt von 1966. Die hat noch Alfred Philippe entworfen. Und sie heißt Modern Mosaic. Und das ist alles mit diesem gegossenen Glasstein, der Schmuck. Es gibt ihn einfarbig, zweifarbig und dreifarbig. Und ich habe den dreifarbigen hier. Also der ist vom Wert her ab 700 Euro aufwärts, sage ich 700 bis 900 Euro. Kostet dieser Fisch und ist besonders sammelwürdig. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und ganz besonders freue ich mich über einen Kommentar von euch. Also bis bald.